Woran erkennen Sie, ob jemand Sie anlächelt, weil er sich wirklich freut, Sie zu sehen, oder ob er Sie anlächelt, weil er Ihnen etwas verkaufen will oder aus irgendeinem anderen Grund? Guillaume Duchenne fand es heraus. Der französische Seefahrersohn studierte Medizin in Paris, wo er ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts die von ihm entwickelte Elektrotherapie erforschte. Dabei reizt er die Gesichtsmuskeln mit elektrischem Strom, um der menschlichen Mimik auf die Spur zu kommen. Er nannte es die elektrophysiologische Analyse von Gefühlsausdruck. Auf diese Weise identifizierte er den, wie er ihn nannte, Muskel der Freude, der für das Lächeln zuständig ist. Der lässt sich nicht willkürlich zusammenziehen, sondern reagiert ausschließlich auf das echte Gefühl von Freude. Das echte Lächeln zeigt sich also um die Augen und wird seither Duchenne-Lächeln genannt. Es lohnt sich also, den Fokus nicht ausschließlich auf die Lippen zu richten, sondern auch die Augen im Auge zu behalten. Was man noch so sehen kann, wenn man genauer hinsieht und wie man die eigene Wahrnehmung mit Hilfe von Blütenessenzen verbessern kann, darum soll es heute gehen. Die Zweiteilung des Gehirns gehört ja heute zum Allgemeinwissen. Die linke Gehirnhälfte ist mehr für Logik und Ratio, die rechte für Gefühl und Intuition zuständig. Aber beide werden nicht immer in gleichem Maße genutzt. Das ist normal und folgt den natürlichen Rhythmen der menschlichen Natur. Problematisch kann es aber werden, wenn eine Seite dauerhaft die Vorherrschaft übernimmt, was beispielsweise bei Depressionen festgestellt wurde. Allerdings verraten schon die gut ausbalancierten Leute durch ihre Blickrichtung, ob sie eher gut oder übel gelaunt sind. Eine kurzfristige Linkshirndominanz ist nämlich mit Fröhlichkeit assoziiert und lässt nach rechts blicken. Bei Rechtshirndominanz fühlt man sich eher traurig und blickt nach links. Um das in einem ganz normalen Gespräch entdecken zu können, muss man natürlich gut aufpassen, denn es geht sehr schnell und verfliegt, sobald die Person sich wieder ihrem Gegenüber zuwendet. Eine solche Emotionen anzeigende Reaktion erscheint natürlich nicht, wenn man reine Wissensfragen stellt, wie wann fährt der nächste Bus? Wenn man dagegen jemandem ein Foto präsentiert, das geeignet ist, Gefühle beim Betrachter auszulösen, dann schon. Zeige ich zum Beispiel das Foto eines lachenden Babys, schaut der Betrachter in der Regel automatisch für einen Sekundenbruchteil nach rechts. Zeige ich stattdessen Verletzte eines Autounfalls, geht der Blick nach links. Also bei normalen Leuten, nicht bei weniger normalen, deren Spiegelneuronen irgendwie beschlagen sind. Um Hinweise auf das Befinden des Mitmenschen zu erhalten, muss man, wie gesagt, aufmerksam und nicht in Gedanken versunken sein. Unsere Muskulatur geht mit, wenn wir etwas fühlen, spontan, unwillkürlich und in einigen Fällen eben auch schwer bis gar nicht steuerbar. Das macht Mimik und Körpersprache zu einer aussagekräftigen Informationsquelle über das Befinden unserer Mitmenschen und unser eigenes. Ein Grund, weshalb Pokerprofis eine erstarrte Pose einnehmen und ihre Augen am liebsten hinter dunklen Gläsern verstecken. Sie könnten ja verraten, ob die aufgenommene Karte das ersehnte Ass oder bloß eine Lusche ist. Viele Menschen mit einer ausgeprägten Intuition erkennen die Feinheiten im menschlichen Ausdruck, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein, was sie konkret wahrgenommen haben. Für andere, die weniger intuitiv sind, ist das Lesen der Gefühlslage anderer eine schwierige Sache. Sie gucken, aber sie sehen nicht.
Für zwei Personengruppen gilt das neben den angesprochenen depressiven Menschen besonders. Solchen, die an ADHS leiden und solche, die dem autistischen Spektrum zugerechnet werden. Bei den Erstgenannten liegt das ja ein wenig auf der Hand. Wer Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, weil er an einer Aufmerksamkeitsstörung leidet, der verpasst manches, das wichtig sein könnte. Menschen mit einer autistischen Störung dagegen vermeiden Augenkontakt aktiv. Den Angehörigen beider Gruppe entgehen somit wichtige Informationen, die ihnen die Augen der Mitmenschen geben könnten. Dass Fühlen und Sehen keine Einbahnstraßen sind, weiß man erst seit kurzem. Früher dachte man, naja, die Autisten verhalten sich sozial unbeholfen und das sei der Grund, aus dem sie einem nicht in die Augen schauen. Es mehren sich aber die Hinweise darauf, dass es genau umgekehrt sein könnte. Sie handeln sozial unbeholfen, weil sie einem nicht in die Augen schauen und daher nicht lernen, die Gefühle anderer zu lesen, denn sie nehmen sie visuell gar nicht wahr. Wenn ich auf den Boden schaue, kann ich ja gar nicht sehen, ob mein Gegenüber mich herzlich anlächelt oder eine Maske aufsetzt, die ein Lächeln vortäuschen soll. Ich sehe ja nicht einmal, ob er überhaupt lächelt, weder mit den Lippen noch mit den Augen. Um den genannten Menschengruppen kommunikativ und damit auch sozial unter die Arme zu greifen, sollte man die Ursachen und Funktionsweisen kennen, die hinter ihren Kommunikationsschwierigkeiten stehen können. Jemandem aus der Depression herauszuhelfen, heißt beispielsweise, ihm zu ermöglichen, positive Gefühle aufrecht zu erhalten. Depression bedeutet ja nicht automatisch, seinen Sinn für Humor zu verlieren. Wie viele bekannte Spaßmacher und Komödianten, von denen man das nie erwarten würde, leiden tatsächlich unter Depressionen. Depressive Menschen können sehr wohl herzhaft lachen, nur hält es bei ihnen nicht lange an. Es ist wie ein kurzes Aufblitzen dessen, was möglich wäre, aber mittelfristig außer Reichweite erscheint und langfristig vollkommen unmöglich. Die dafür notwendige Aktivierung eines Gehirnareals namens Nucleus accumbens kommt nach dem ersten Lachen nur allzu schnell ins Stottern, um anschließend gar nichts mehr zu versenden. Das Lachen erscheint wie ein Versehen, wie wenn man erkennt, dass der lustige Ausrutscher auf der Bananenschale zu einer ernsthaften Verletzung geführt hat. Während Comedians dies unwissentlich ausnutzen und Running Gags in ihre Vorstellung einbinden, sodass bereits die kurze Erwähnung eines vorherigen gelungenen Scherzes ausreicht, das Publikum zu erheitern, weil der Akkumbens in Lachbereitschaft ist und nur eine kleine Erinnerung braucht, bleibt dieser Trick bei Depressiven wirkungslos. Hilfreich wären also gezielte Förderungsmaßnahmen dieser Hirnregion, um die Lebensfreude in diesen Menschen neu zu entfachen und am Leben zu erhalten. Tatsächlich geht das auch, denn das Gehirn ist keine steinerne Skulptur, sondern formbar und anpassungsfähig. So wie jemand durch Erlernen des Spielens eines Musikinstruments die entsprechende Hirnregionen vergrößert, kann man auch durch Freudetraining ein Zentrum wie den Nucleus accumbens stärker machen. Man muss ihn halt regelmäßig aktivieren, bis er gelernt hat, die positiven Signale in eine automatische Reaktion umzusetzen. Ein entsprechendes Verhaltenstraining, am besten gepaart mit mentalem Training, scheint erfolgversprechend und hat sich in einigen Studien als wirkungsvoller als medikamentöse Behandlung erwiesen, die zwar schnelle Erfolge erzielen konnte, dafür aber weniger dauerhafte, sodass es häufiger zu Rückfällen kam. Aber egal, welche Therapie der Klient in Anspruch nimmt, man kann sie oder ihn mit Blüten unterstützen, die positives Verhalten belohnen. Neben der Bachblüte Stechginster, englisch Gorse,
können auch fröhlichkeitsfördernde Essenzen wie Kirsche, Kapuzinerkresse und Zinnier das. Aufmerksamkeitsprobleme und Hyperaktivität, ADHS genannt, haben eine genetische Komponente. Ob diese sich aber durchsetzt, hängt von den Umständen ab, in denen ein Kind aufwächst. Statistiken aus den USA und Europa zeigen, dass es unterschiedliche Entwicklungen in den verschiedenen Ländern gibt. Eins jedoch ist allen Kurven gemein: sie gehen nach oben. Der selbst betroffene kanadische Arzt Gabor Mate führt ADHS auf das Fehlen von Sicherheit, Stabilität und emotionalen Ankern in der Kindheit zurück. Und auf diesem Gebiet lässt sich durchaus eine vergleichbare Steigerung konstatieren, wenngleich man immer bedenken muss, dass eine Gleichzeitigkeit von Ereignissen nicht unbedingt bedeutet, dass eines das andere verursachte. In Zeiten erhöhten Stresses, von globalen Finanzkrisen über Terroranschläge, Pandemien und Kriege, in denen über den Köpfen so vieler Menschen existenzielle Probleme wie dunkle Wolken herrschen, kann es kaum überraschen, dass Eltern weniger innere Sicherheit ausstrahlen als in Friedenszeiten. Deshalb scheint es sinnvoll, die äußeren Ereignisse, die sich im inneren Empfinden niederschlagen, im Kopf zu behalten, wenn man mit Menschen arbeitet, die schlecht fokussieren können und deshalb manches einfach nicht mitbekommen, wie zum Beispiel den roten Faden einer Geschichte oder eines Geschehens und den sozialen Kontext. Helfen kann man ihnen mit einer Mischung namens Safe Child, die zusammengestellt wurde, um Kindern und Jugendlichen Sicherheit in Zeiten der Veränderung und Verwundbarkeit zu bieten. Kinder brauchen Freiheit, Chancen und Grenzen, sowohl für ihre Entwicklung als auch ihre Orientierung und Ausrichtung. Ich würde den Einsatz dieser Blütenkombination aber auch bei Erwachsenen in Erwägung ziehen, wenn ihnen diese Sicherheit in der Kindheit verwehrt geblieben ist. Safe Child enthält Angelika, Angelika, Archangelika, für eine Art spirituelles Schutzgefühl, Hoffnung und Sicherheit. Die Glockenheide Erica tetralix, sie hilft den Außenseitern und davon scheint es immer mehr zu geben. Die rosa Schafgarbe Achillea millefolium, sie schützt vor Übernahme der Gefühle anderer, im Extremfall vor Massenhysterie, aber genauso im Kleinen, in der Familie. Wenn meine kleine Schwester schlechte Noten nach Hause bringt und die Eltern sich aufregen, muss ich mich dann schlecht fühlen? Die Zinnie, Zinnia elegans, wirkt wie ein Energy Drink für unseren Lachmuskel und dient allen, die zu wenig Spaß und Freude im Leben haben. Und schließlich das zottige Weidenröschen, Epilobium hirsutum. Das heilt die Verletzungen des inneren Kindes und lässt hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Doch warum schauen Menschen mit Autismus niemandem in die Augen? Nun, man hat sie in ein MRT-Gerät gelegt und geschaut, was in ihren Köpfen passiert, wenn man ihnen Fotografien menschlicher Gesichter zeigt. Neutrale, lachende, traurige. Man erwartete irgendetwas wie Gesichtserkennungssoftware im Kopf defekt, womit anatomisch der Gyrus fusiformis, deutsch Spindelwindung, gemeint ist, der sich in den Schläfenlappen besonders ausgeprägt im rechten befindet. Erinnern wir uns, dass das rechte Gehirn mehr mit Gefühl denn Analyse zu tun hat. Aber nein, der funktioniert einwandfrei. Was dagegen auffiel, war ein Aufleuchten der Amygdala, des Bereichs, wo die Erinnerung an beängstigende Ereignisse gespeichert wird. Die Armen erlebten Panikattacken beim „Schau mir in die Augen, Kleines." Also dann lieber doch nicht. Die lassen sich nur vermeiden oder lindern, wenn man wegschaut. Selbst dann, wenn es sich bloß um Fotografien handelt.
Glücklicherweise haben wir dafür ein vortreffliches Bachblütenmittel zur Verfügung, das Sonnenröschen, Rock Rose. Aber über all den genannten Blüten stehen drei, gewissermaßen Metablüten, die für sozial unbeholfene Blickkontaktvermeider hilfreich sein können. Brombeere. Bei ihr geht es um den Ausgleich von links und rechts, die Koordination einander entgegengesetzter Impulse, das innere Gleichgewicht und das Erfassen einer Gesamtperspektive. Aus den vielen scheinbar zersplitterten Details ein großes Ganzes machen können, das Muster in der Verwirrung erkennen, den roten Faden in der Verworrenheit, das Einfache im Komplizierten. Es geht darum, die hereinströmenden Signale zu koordinieren, zusammenzufassen und ein begreifbares Erleben daraus zu machen. Beim Lachen in der Theatervorstellung ist es von geringer Bedeutung, ob der Sitznachbar schicke Schuhe trägt. Wichtiger wäre, den Witz mitzubekommen, denn dafür ist man ja hier. In die andere Richtung wirkt die strahlenlose Kamille. Bei ihr geht es um die Koordinierung der nach außen gerichteten Impulse, also das, was man sieht, in eine nützliche Bewegung zu integrieren. Nicht zu versuchen, ausschließlich auf die roten Pflastersteine zu treten, weil man sich innerlich gezwungen fühlt, die grauen zu vermeiden und dabei mit schöner Regelmäßigkeit gegen Straßenlaternen oder andere Fußgänger zu knallen oder das Tässchen Kaffee zum Mund zu führen, statt auf den Boden zu pfeffern. Gesehenes und Erlebtes zu Gelerntem machen und dies ins normale Verhaltensrepertoire einzufügen. Die Essenz der Ringelblume fügt schließlich unterstützend eine fein getunte Hörfähigkeit hinzu. Auch dies zu verstehen, kann uns das Modell der zwei Hirnhälften helfen. Wer links dominiert hört, versteht den Inhalt des Gesagten, bekommt aber nicht mit, ob das ehrlich oder ironisch oder verärgert geäußert wurde. Der Rechtsdominierte dagegen erfasst den emotionalen Ausdruck, aber weniger den Inhalt. Beim sozialen Miteinander ist es hilfreich, all diese Fertigkeiten zu beherrschen, sehen, hören und bewegen, frei von Angst interagieren, offen für die Mitmenschen sein, ohne die Fähigkeit zum Rückzug dafür aufzugeben, sondern immer als Option dabei zu haben. Bei all dem können die heute besprochenen Blütenessenzen uns unterstützen. Ich hoffe, Sie haben die eine oder andere Anregung gefunden, die Sie für sich selbst oder Ihre Klienten nutzen können.